Ich bin Maler. Ich bin Zimmerin. Ich bin Metallgestalter. Ich bin Fliesenlegerin. Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk. Aber was, wenn niemand es hört? Hat die Generation Z keinen Bock mehr auf Ausbildung? Ich schätze mal schon, dass vielleicht das Handwerk da auch ein kleines Imageproblem hat. Den Handwerksbetrieben fehlen seit Jahren die Leute. Wer will heute noch Metzger werden? Oder Tischler, Maurer, Metallbauer, Installateur? Bundesweit sind 18.800 Lehrstellen unbesetzt. Das ist jede 10. Lehrstelle. Bringt nichts, wenn ich 50 Architekturstudenten als Abgänger habe, die keiner haben will, die dann Taxi fahren. Und dafür könnte ich einen wunderbaren Zimmermann brauchen, der nebenan den neuen Dachstuhl und den neuen Holzrahmenbau erstellt. Immer mehr Babyboomer gehen in den Ruhestand. Doch nur wenige junge Leute rücken nach. Lieber Abitur und Studium oder Büro als Baustelle. Und einfach, weil ich keinen Schimmer hatte, was ich eigentlich machen wollte, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, viele Eltern wollen auch, dass die Kinder Abi machen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben. Weil die Betriebe ausgelastet sind, muss man immer länger auf Handwerker warten. Historischer Höchststand: 15 Wochen Wartezeit. Noch schwerer als Gesellen sind Handwerker mit Meisterbrief zu finden oder Firmennachfolger. Bei den Metzgern ist es schon 5 nach 12. In den letzten 10 Jahren hat jede 3. Metzgerei für immer dicht gemacht. Dabei waren die Chancen auf Aufstieg und sichere Arbeit im Handwerk nie so gut wie heute. Es weiß nur keiner. Vielleicht müsste da tatsächlich schon noch ein bisschen mehr passieren, dass einfach auch Abiturientinnen wieder das Handwerk und eben die Ausbildungsberufe schmackhafter gemacht werden. Mir selbst war das auch, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie groß diese Vielfalt eigentlich ist und wie viele Vorteile auch so ein Handwerksberuf oder eine Ausbildung haben kann. Julian und Louis, 20 Jahre alt. Die zwei sind seit der Schulzeit Freunde. Für eine Ausbildung im Handwerk haben sich beide nicht entschieden. Also ich habe es selber gemerkt, es fängt schon in der Grundschule an, wenn man sich dann mit Klassenkameraden unterhält und dann gefragt wird, hey, was möchtest du machen? Und dann hat man zum Beispiel jetzt einfach mal nicht gesagt, ich möchte jetzt studieren, dann wurde man gleich krumm angeschaut, weil man, glaube ich, schon als kleines Kind irgendwie so einen Kopf bekommt, zumindest war es bei mir jetzt so, dass wenn man nicht studiert, quasi nichts aus seinem Leben macht, beziehungsweise halt nicht alles gibt. Und deswegen denken, glaube ich, gar nicht viele darüber überhaupt gar nicht nach, eine Ausbildung zu machen, weil jeder gleich im Kopf hat, hey, ich muss studieren gehen, damit ich was aus mir mache. Wenn ich mir so drüber nachdenke, jetzt mal so reflektieren kann mit der Zeit und ja auch meine Freunde habe, die es alle mal gemacht haben, denke ich schon, eine Ausbildung, zumindest als Grundstein, wäre eine gute Idee gewesen eigentlich. Louis studiert Wirtschafts- und Medienpsychologie. Julian macht in Frankfurt eine Ausbildung zum Mediengestalter. Tatsächlich fand ich Handwerk an sich, also handwerkliche Berufe, auch mit Holz oder Metall in die Richtung. Also irgendwas, wo man noch richtig schön was mit den Händen macht und was bewegen kann in dem Sinn. Abgeneigt waren sie dem Handwerk nicht. Deshalb probieren die beiden es aus. Louis versucht sich als Metallbauer. Der junge Mann kommt nachher auch noch mal zu dir. Julian geht in eine Zimmerei. So, unsere große Stahlbauwerkstatt hier, das ist der Herr Kunet, das ist der zweite Ausbilder. Die lernst du auch noch ein bisschen im Praktikum kennen. Okay. Ja, hier nebendran haben wir noch die Julia, unsere Gesellin, hat auch hier den Beruf gelernt und arbeitet jetzt schon seit 3 Jahren als Gesellin hier, ne? Genau. Und tut hier die Werkstatt tatkräftig unterstützen. Alles klar. Einen Tag als Praktikant. Wie ist das in diesem Beruf? Ist die Arbeit zu hart oder zu schlecht bezahlt? Auf jeden Fall was für Frühaufsteher. Julian startet um 7 Uhr. Der eigentliche Zuschnitt der Hölzer passiert hier. Hier haben wir einen ganz normalen Dachstuhl. Das ist der Dachüberstand oben. Der ist schon gehobelt, da sind die Kanten schon gebrochen. Heuchelheim in Mittelhessen. Julian bekommt von Chef Christopher Rinn einen ersten Rundgang durch die Zimmerei. Wie viel muss man da jetzt selber handwerklich machen? Also wie viel ist da Maschine, wie viel ist Eigenarbeit? Naja, die Hauptarbeit, damit wir so weit kommen, passiert erstmal im Büro. Das heißt, wir führen die Statik, die Architektenpläne und Detailpläne zusammen, machen daraus unsere Werkpläne. Ich zeige dir nachher welche, wie die aussehen. Da siehst du jedes einzelne Holz drauf. Ist so, naja, wie ein Kleiderschrank als fix und fertiger Bausatz, nur in groß, mit anderen Dimensionen. Alles durchnummeriert, so ein bisschen malen nach Zahlen. Und wenn du jetzt als Chef jemanden einstellst, auf was achtest du denn da eigentlich, wenn man jetzt als Azubi zu dir herkommt? Also erstmal achte ich darauf, dass er viele Fragen stellt, und das tust du. B, natürlich auf das, was seine Vorkenntnisse sind. Ist hervorragend, wenn der zu Hause irgendwas machen durfte.
Also wenn du weißt, der hat daheim auch mal im Garten mitarbeiten dürfen oder, keine Ahnung, Papa hat was Handwerkliches getan, dann weißt du einfach schon, dass er ein Holz weiß, wie er es hochnehmen muss, tragen muss, bewegen muss, wie ein Hebel funktioniert. Das ist schon mal klasse. Ansonsten ist es Sport. Also wir müssen Baustelle hoch, runter, hin, her, links, rechts. Das ist Mathematik. Damit weiß ich so ein bisschen, dass er 3D auch denken kann, wenn er mathematisch denken kann. Ob er jetzt gute Noten in Englisch, Spanisch, Griechisch hat, ist mir nicht ganz so wichtig. Englisch natürlich auch, aber anderen Fächer nein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, was die Voraussetzungen sind. Fachabitur habe ich. Also du könntest im zweiten Lehrjahr anfangen, im ersten Lehrjahr quasi entlassen. Okay, alles klar. Du siehst hier das kleine Rohr hier liegen. Ja? Kannst du dir vorstellen, was das wird? Also für mich sah es am Anfang noch aus wie die großen Rohre von den Windkraftwerken, aber ich glaube nicht. Ne? Ja, nein, das ist auch keine Pipeline. Also wir stellen also schon seit Jahrzehnten Sendemasten her und Halterungen, Antennentragwerke für die Mobilfunktechnik. Als Praktikant wird Luis heute einen ersten Einblick bekommen. Ausbildungsleiter Dirk Henschel führt ihn durch die Werkshalle von Huhle, einem traditionsreichen Metall- und Stahlbaubetrieb in Wiesbaden. Siehst du auch überall Kräne, die großen Kräne, auch die kleinen Kräne. Hier muss also kein Mitarbeiter hier schwer heben, sich den Rücken kaputt machen. Wir legen also auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz größten Wert. Rund 100 Mitarbeiter hat der Betrieb, davon 14 Auszubildende. Um den Nachwuchs bemüht man sich hier besonders intensiv. Wir haben auch ständig Praktikanten, also die Schulen haben ja auch eine große Nachfrage nach Praktikumsstellen, die bieten wir an. Gerade auch hier regional bei uns aus Wiesbaden oder hier aus Biebrich auch arbeiten wir mit einer Schule gut zusammen. Und so habe ich teilweise auch immer bis zu 2 Praktikanten gleichzeitig, auch fast das ganze Jahr über. Sind auch mal ein paar Studenten dabei, die ein Vorpraktikum für ihr Studium brauchen. Und so haben wir immer genug Schüler im Betrieb. Das zahlt sich aus. Hier können sie noch alle Ausbildungsstellen besetzen. Doch 500 angehende Metallbauer weniger als noch vor 10 Jahren sind es zurzeit in Hessen. Ich habe nur so ein paar kleine Sachen im Kopf, aber das sind ja Riesenteile. Und auch Gut, wir sind halt auch ein großer Stahlbauer. Es gibt noch größere. Die noch größeren, die bauen dann die Brücken, die bei uns um Wiesbaden drumherum neu gebaut werden. Ne? Die Brücke hier von Schierstein nach Mainz rüber, die Schiersteiner Brücke, die jahrelang ja kaputt war, marode. Ja, das ist dann auch eine große Stahlbaufirma, die mit über 1000 Mitarbeitern arbeiten und die dann über Jahre hinweg so ein Projekt haben. Also selbst für mich hier in der Größe, wie wir sind, mit den Teilen, wie auch immer faszinierend gewesen, mal unten am Schiersteiner Hafen entlang zu laufen, mir dieses riesige Brückenteil anzuschauen, mit über 200 Metern, was die da zusammenschweißen. Und dann wird so ein mehrere tausend Tonnen schweres Teil auch noch gehoben. Ja, da kriegt selbst ich noch als alter Hase Gänsehaut, sage ich mal. Ja. Das ist der Julian. Hallo, hi. Will ich sagen, schwärmt für Holz, aber vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Ja. Alle mal mit dem Stoff, mit den Arbeiten, die wir hier tun, den würden wir ganz gerne heute bei dir lassen. Und du lässt ihn mal mit dir gemeinsam hier arbeiten. 9 Uhr. Jetzt ist Anpacken angesagt. Die großen Einzelteile für ein Dach sind schon fertig und müssen für den Abtransport verladen werden. Immer noch Du nicht? musst ein Stückchen nach hier. Julian, nee. Mit dem Ende hier so rum, dann kommen wir da vorbei. Okay. Julians Vater hat auch Zimmermann gelernt und arbeitet jetzt als Bauleiter. Hat ihn als Kind manchmal mitgenommen. Ganz fremd ist ihm die Arbeit mit Holz also nicht. Selber mit anzupacken ist aber dann doch noch mal was anderes. Wir fahren jetzt so vorbei. Da, guck mal, bleib hier. Bleib hier, du musst. Okay. Du führst es jetzt so. Ich führe es quasi nur an der Ecke. So rum. So rum und ich fahr. 501 auszubildende Zimmermänner gibt es derzeit in Hessen. Die Zahl ist in den vergangenen 3 Jahren sogar um 25% gestiegen. Den Bedarf deckt das aber nicht. Vor allem sollte man nicht immer schnell fahren. Ja, ich glaube, bei dem Beruf muss man auch eher bedacht sein. Gerade im Bauhandwerk wird händeringend nach Mitarbeitern gesucht. Ich bleib da, wo ich bin. Liegt das mangelnde Interesse an der Bezahlung? Dabei verdienen gerade angehende Zimmerleute nicht schlecht. Ca. 920 € im ersten, im dritten Lehrjahr rund 1.500 €. So, jetzt fahren wir. Guck mich mal an. Julian, Ja, geh mal auf die andere, guck mich mal an. Jetzt fahre ich das ein Stück hier rüber, okay. noch ein Stück nach vorne. Und dann lassen wir mal ab. Hält das jetzt so? Nee. Okay. Heben es noch mal an und stell es unten ein bisschen rum. Bisschen schräger, okay.
Gut. Tu mich sichern, Dirk. Ich mach mal einen Gurt durch. Nee, gib mir mal noch mal so einen Gurt, weißt du, das war nicht schlecht. Erster Eindruck ist auf jeden Fall, es ist eine genaue Arbeit. Also da darf man sich jetzt keinen Fehler erlauben, weil dann können Tausende von Euro gleich kaputt gehen. Man muss aber auch schnell sein, weil auf dem Bau geht es halt schnell voran, auch manchmal grob und man muss aufpassen, aber auch besonnen bleiben, wenn es mal hektisch wird, glaube ich. Brauchst du Seil? Ja. Jetzt haben wir hier die Ausbildungswerkstatt. Da wartet schon der Lukas, ganz gespannt auf dich. Ja. Hier ist der Luis Kassier bekommt dann. unterdessen sein Kassier ist ein Tagesprojekt Praktikant, in der macht bei uns Lehrwerkstatt ein zugewiesen. Qualifizierungsjahr. Lukas, dann übergebe ich dir den. Ja. Luis? Ja? Hinten ist so dann ein kleiner Zuschnittwagen, können wir gerade mal gucken. Ja, das ist so ein kleiner Wagen für Materialtransport. Gebraucht wird. Da brauchen wir jetzt noch einen. Wir haben schon welche gebaut, aber einer zu wenig. Und so habt ihr da heute euer Projekt. Ja? Okay, perfekt. Wir suchen uns erstmal ein Quadratrohr, 30 x 30 mal 2. Ja. Die Masse stellen wir uns später hier ein. Und ja, holen erstmal das Material sozusagen. Hier haben wir unseren Zuschnitt, also eigentlich nicht Zuschnitt, sondern so Materiallager. Hast du ja, glaube ich, schon erfahren, oder? Genau, habe ich schon gesehen. Ja. Und wir mussten uns halt jetzt Rohr aussuchen, die für uns geeignet ist. Das ist jetzt in dem Fall das Rohr. Rund 900 angehende Metallbauer gibt es derzeit in Hessen. Die verdienen deutlich weniger als die Zimmerer. Im ersten Lehrjahr rund 690 €, im dritten Lehrjahr sind es 900 €. Gleich stellen wir uns das Maß ein. Machen wir erstmal an. Azubi Lukas Wojtowicz aus Eltville-im-Rheingau ist im dritten Lehrjahr. Anschlag auf. Wie bist du eigentlich auf die Ausbildung hier gekommen? Also ja, eigentlich habe ich von der Firma Hule im Internet erfahren. Dann habe ich mir diese Webseite angeguckt und dann gesagt, ja, wir können mal probieren. Ich habe meinen Realschulabschluss geschafft, dann mich beworben und Praktikum gemacht, 2 Wochen lang. Okay. Ja, hat es mir gefallen und jetzt bin ich auch hier, fast fertig. Im Sommer bin ich ja schon durch. Ja, schon Quasi 3 Jahre Jahre hier. dann fertig. Genau, ja. Okay, das ist Also ich habe sowieso verkürzt auf 3 Jahre, weil eigentlich geht, ist das, okay. ja, wenn man halt gut in der Schule ist und Lehrgängen, dann kann man ja auch verkürzen, ja. Ah, okay. Das Halbes Jahr kürzer machen und ist ja auch nicht schlecht, ne? ja, ist halt ein bisschen anstrengend, ne? Wir schneiden die Rohre immer eigentlich vor, weil bei Liefern sind die nicht immer perfekt gerade. Die können auch vielleicht das schief sein, ganz vorne. Ja. Deswegen schneiden wir die halt erstmal zu, also so ganz kleine Stück. Quasi das erste Stück weg war. Genau, ja. Damit der Zuschnitt sozusagen von dem Lieferanten halt sozusagen weg ist. Ja. Damit das halt gerade ist. Euren Standards dann quasi. Genau, ja. Das ist die Geschwindigkeit, wie schnell sie das Sägeblatt runterfahren soll. Dauert aber auch länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, das geht jetzt so einmal durch. Nee, leider nicht. Also, aber gut ist ja auch. Ja, zum Beispiel bei Aluminium kann man das ein bisschen schneller schneiden, dann geht es Okay. eigentlich schon ganz fix. Aber beim Stahl muss man halt schon ein bisschen langsamer zuschneiden. Für Luis ist es das erste Mal, dass er Metall zuschneidet. Ja, gleich können wir Anschlag einstellen und dann schneiden wir es fort sozusagen. Oh mein Gott. Okay, Der Schutz muss halt immer genau. sein. Gewöhnt man sich an den ganzen Lärm eigentlich? Oder? Also ich hake immer Oder einfach gute Ohrenstöpsel. Okay, ja. das ist einfach. Also willst du auch Stöpsel? Nee, jetzt noch nicht. Nee, noch nicht? Okay, alles klar. Alles klar. Aber okay, weil ich dachte, vielleicht irgendwann hat man sich mal dran gewöhnt oder so, aber. Ja, es gibt auch Leute, die gar keinen Ohrstöpsel tragen. Lärmschwerhörigkeit ist eine häufige Berufskrankheit. Darum müssen alle Gehörschutz tragen. Vielleicht sind sie irgendwann mal taub oder halt haben Hörprobleme, ne? Zusätzlich zum Lärm sind Metallbauer auch körperlich gefordert. Ab Mitte 50 nehmen oft berufsbedingte Gelenk- und Bandscheibenprobleme zu. Auch wenn Luis' Eltern selbst keine Handwerker sind, er hat sich schon immer gerne handwerklich betätigt und betritt jetzt Neuland. Alles klar, dann werden wir jetzt die Rohre mal mit der Flex entladen. Ich habe dir mal Schutzbrille besorgt, beziehungsweise gefunden. Perfekt, danke. Hast du schon mal mit der Flex gearbeitet? So ein bisschen zu Hause, aber nicht wirklich. Und Okay, ja, also eigentlich sollte man bei Flex eine Schutzbrille tragen, muss man eigentlich. Handschuhe
ist jetzt nicht untersagt, aber ja. Kann, muss aber nicht, nach dem Motto. Genau. Die Flex am besten mit 2 Händen halten. Das ist eigentlich Zweihandwinkelschleifer. Okay. Ich habe das letztens gut erfahren, dass es halt Zweiwinkelschleifer ist. Sonst immer Einheit. Ich habe halt Gitterroste geschnitten und dann mit der Trennscheibe in meine Finger reingeschnitten. Oh, Scheiße. Das war halt nicht so toll, ne? Wenn ich mir so anschaue, kann schon viel passieren hier eigentlich. Ja, klar, ja. Also klar, ein bisschen verbrannt beim Schweißen, aber ja, das geht ja weg. Und halt, wenn du sich reinschneidest, ist ja ein bisschen länger da, ne? Ja. Alles klar. Okay. So. Puh, ein bisschen ins Schwitzen kommt der Tagespraktikant da schon. Flexen, schweißen und das gleich am ersten Tag. Achtung. Ging da an? Also war es dunkel? Ja. Okay. Aber es ist super. Das ist schon mal gut. Jesus. Dann können wir... Sieht man damit noch was? Weil ich habe da jetzt quasi gar nichts gesehen. Ja, bitte? Ich habe da quasi gar nichts gesehen jetzt. Wenn du gar nichts gesehen hast, kannst du Nicht dir gar nichts, aber halt super dunkel, ne? Ja, schon, Weil ja. wenn man dann währenddessen jetzt, das schaltet sofort um, das ist ja voll schwierig. Ja, klar, ja. Wir heften halt alles immer davor. Ja, wenn wir jetzt direkt schweißen würden, dann würde das halt sich verziehen oder halt nicht mehr passen, ne? Okay. Eine Frage, hast du Angst, wenn das irgendwann mal ein bisschen warm ist? Wenn ich durchbrennt komplett? Ja, meine Jacke sieht halt so aus, ne? Ich weiß nicht, willst du vielleicht so eine Schweißjacke? Also. Ja? Metallbauer ist noch immer ein echter Männerberuf. Gerade mal 21 Frauen machen in Hessen eine Ausbildung zum Metallbauer. Ganze 2% Frauenanteil also, der mit Schweißgerät, Schlosshammer und Schraubzwinge arbeitet. Büroarbeit würde für mich gar nicht in Frage kommen, weil ich brauche halt Bewegung, wie hier in dem Beruf. Bin ich in Bewegung, ich komme nicht zum Sitzen, ich muss mich körperlich beschäftigen. Ich habe nie Ruhe und es wird auch in dem Handwerk nie langweilig und das macht mir besonders Spaß. Ich habe immer volle Hand zu tun. Julia Peters ist eine der wenigen Frauen in diesem Handwerksberuf. Die Metallbauerin mit Schwerpunkt Konstruktionstechnik ist 23 Jahre alt. Vor 3 Jahren hat sie ihre Ausbildung abgeschlossen. Die hat sie auch hier im Betrieb gemacht. Hier gibt es immer so ein Angebot, dass man eine Woche mal hier reinschnuppern kann. Und so kam ich dann auch auf die Firma, auf den Beruf und habe mich dann auch hierfür entschieden. Durch das Praktikum auch das Interesse in mir selber geweckt bekommen, mal selber irgendwie etwas zu entwickeln, was ich dann im Endeffekt im privaten Umfeld dann auch angucken kann, wenn es dann auch wirklich steht, aufgebaut ist, montiert ist. Klar, als Frau hat man manchmal seine Schwierigkeiten, aber dafür hat man seine männlichen Kollegen. Ja, mal etwas Schwieriges heben, sei es mal kurz einen kleinen Träger oder mal zu schweren Flachstahl. Da hat man immer Kollegen zur Seite, zur Hilfe. Ja. Dieses riesige, runde Metallteil, an dem sie gerade arbeitet, soll einmal ein Leuchtenträger für ein Einkaufszentrum werden. Hier im Betrieb wünscht man sich noch mehr Frauen wie Julia. Sie hat das Klima untereinander entscheidend verändert. Positiv. Das mischt auch den Betrieb so ein bisschen auf, sage ich mal. Ich sehe das hier an der Stimmung, die in der Werkstatt herrscht, wo die Julia arbeitet. Die arbeitet hier vorne mit den Jungs zusammen. Seit sie hier in der Werkstatt ist, seit einem Jahr, ist eine ganz andere Stimmung da. Wenn man Spaß dran hat, das handwerkliche Geschick, Interesse an der Arbeit, ja, auch das bisschen rauere mal vielleicht mag, ja, bei uns im Metallbaubetrieb. Und dann kommen die genauso gut zurecht. Ich habe hier auch die Jungs, die kommen, sind ja nicht alle die muskulösen, großen Kerle. Das sind dann auch kleinere Jungs manchmal mit dabei. Aber wenn ich den Willen habe, mir das Spaß macht, dann kann ich alles erreichen. Klar, ein Mädel lockert auf. Die Jungs sind dann auch ein bisschen anders da, was so die Themen angeht und auch vom Verhalten her beeinflusst das natürlich ein bisschen, muss man sagen, aber ganz klar positiv zu sehen, ja. Und so ist das auch hier eine angenehme Stimmung, ja, sage ich mal. Es bringt auch einen anderen Wind rein, muss man auch klar so sagen. Bei den Baufirmen gibt es derzeit so viel zu tun, die Auftragsbücher platzen aus allen Nähten. Anders sieht es bei den Metzgern aus. Ortswechsel. Rund 200 Kilometer nordöstlich von Wiesbaden in Ringau-Datterode verkauft Metzgermeisterin Sabine Opfer ihre Wurst. So ein Chorizo.
Jeden Morgen um 5 Uhr beginnt ihr Arbeitstag. Donnerstags wird Ahle Wurst gemacht. Mit 17 hat sie die Ausbildung zur Metzgerin begonnen. Den Beruf macht sie jetzt seit 40 Jahren. Man ist halt von früher her immer belächelt worden. Das war vor 30, 40 Jahren war das was Seltenes, ne? Eine Frau im Männerberuf. Heute ist das eigentlich gang und gäbe. Heute ist das nichts mehr Schlimmes. Aber früher war das schon anders. Den letzten Azubi hatte sie vor 10 Jahren, von einer Frau ganz zu schweigen. Der Nachwuchsmangel ist hier besonders hoch. Gab es 2010 noch 425 Auszubildende in Hessen, waren es 2020 nur noch 247. In vielen Dörfern und kleineren Städten gibt es bald keinen Metzger mehr. In den vergangenen 10 Jahren hat jeder 3. Betrieb dicht gemacht. 450 Fleischereibetriebe weniger sind das alleine in Hessen. Wer soll mal hier den Laden übernehmen? Das weiß ich ja noch nicht. Vielleicht wird er zugeschlossen, vielleicht kommt mein Sohn wieder, vielleicht findet sich jemand anders, der das gerne übernehmen muss. Also das steht alles noch in den Sternen, ne? Ihre Wurstwaren vertreibt sie mittlerweile auch über einen Online-Shop. Ahle Wurst für ganz Deutschland. Wenn man vor der eigenen Haustüre keine kaufen kann, muss sie eben der Paketbote bringen. Ihr Sohn Max ist gerade zu Besuch in Ringau und hilft mit. Er arbeitet eigentlich in einem Betrieb in Bayern. Einst angehender Bürokaufmann, mittlerweile Metzger aus Leidenschaft. Auf Instagram wirbt er als Wursthandwerker, aktiv für seinen Berufsstand. Ich finde es definitiv gut. Für mich ist es die beste Wahl, die ich hätte treffen können. Ich musste auch vorher erst was anderes machen. Ich hatte vorher erst auch einen Bürojob 1 Jahr lang, bis ich gemerkt habe, okay, nee, gar keine Lust drauf. Ich mache jetzt doch was mit Handwerk. Ja, und es war eigentlich beruflich gesehen die beste Entscheidung. Ja. Im ersten Moment war ich geschockt, aber jetzt finde ich es gut. Ja, habe ich gedacht, oh, willst du dir das wirklich antun? Aber ich bin ja selber so. Ich meine, ich mache das jetzt seit 40 Jahren und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Weil es eine schwere Arbeit ist halt. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es auch eine schöne Arbeit. Und selbst ich würde es nach 40 Jahren auch wieder lernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei so viel Begeisterung fürs Handwerk bei denen, die es machen, bleibt immer noch die Frage offen, warum sich immer weniger dafür entscheiden und lieber studieren. Am Campus der Uni Gießen treffen wir die, die dem Handwerk fehlen, Studierende. Hier die Mensa, gegenüber eine weiterführende Gesamtschule. Tatsächlich gibt es einen Trend zur Höherqualifizierung. Das heißt, mehr als die Hälfte eines Jahrgangs hat eine Hochschulzugangsberechtigung. Die Anzahl der Studienanfänger hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Ich habe das Gefühl, dass viele einfach in die Oberstufe gehen, weil sie jetzt noch nicht wissen, was sie machen sollen. Also das ist auf jeden Fall mein Grund gewesen, in die Oberstufe zu gehen. Diese Zeit in der Schule noch zu verbringen und halt Abi zu haben, damit man halt viele Möglichkeiten hat. Ich glaube, viele Eltern wollen auch, dass die Kinder Abi machen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben. Für mich war das tatsächlich einfach so eine Selbstverständlichkeit. Also nach dem Abi habe ich mich gefragt, okay, was mache ich jetzt? Und ich hatte so gar keine Ahnung. Also ich war vollkommen verloren irgendwie in diesem breiten Feld an Möglichkeiten, was man so hat. Und ich habe mich damals dann dafür entschieden, was hier in Hessen zu machen. Und irgendwie war das dann einfach als Abiturientin so selbstverständlich. Okay, dann gehe ich an die JLU und studiere hier. Warum Abiturienten generell nicht in Industrieberufe gehen oder Handwerksberufe generell, denke ich, liegt vor allem daran, dass das Abitur immer noch eher so als Schritt in die höhere Bildung gesehen wird. Dass dann quasi vom Elternhaus oder auch von der Gesellschaft eher die Erwartung hintersteckt, dass man auch einen höheren Bildungsabschluss danach anstrebt. Weil man sich halt denkt, die meisten Ausbildungen kann man auch mit einem guten Realschulabschluss ergreifen. Also gerade die Eltern haben oft noch veraltete Bilder von den Berufen im Kopf. Alles das, was in letzter Zeit passiert ist mit Blick auf Digitalisierung, welche Innovationen auch im Handwerk stattgefunden haben die Eltern oft nicht mitbekommen. So, und die Eltern haben einen sehr großen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder. Wenn die natürlich dafür sind, dass die Schüler studieren gehen, lieber als eine Ausbildung im Handwerk zu machen, dann ist es sehr schwer, die Schüler da anderweitig zu beraten. Lydia Malin hat 2021 eine große Studie zur Fachkräftesituation im Handwerk erstellt. Mit Abitur eine Ausbildung zu beginnen, für die eigentlich ein Hauptschulabschluss ausreicht, erscheint vielen Jugendlichen als risikoreiche Verschwendung ihres Bildungsaufwands. Früh aufstehen, hart arbeiten, wenig verdienen,
Das ist der Dreiklang, der Handwerksberufen offenbar noch immer anhaftet und viele abschreckt, auch hier auf dem Campus. Ich schätze mal schon, dass vielleicht das Handwerk da auch ein kleines Imageproblem hat, dass viele Leute einfach das Studium attraktiver sehen. Vielleicht auch, weil man nach der Schullaufbahn nicht direkt anfangen will, irgendwie in festes Arbeitszeiten zu gehen und stattdessen lieber erstmal ein bisschen weiter im Studium ein bisschen freie Lebensgestaltung haben möchte. Ich glaube, dass viele sich denken, dass sie deutlich mehr verdienen und dass es attraktiver ist, Akademiker zu sein, warum auch immer. Und dass es, die Arbeitszeiten sind, denke ich, schlecht. Also ich musste teilweise bis 8 oder bis 9 Uhr abends oder so arbeiten und ich weiß nicht, wie das jetzt in einem Handwerksbetrieb ist. Und natürlich, dass man bei schlechtem Wetter draußen arbeiten muss, dass es natürlich den Körper auch deutlich mehr belastet. Was mich vor allem gestört hat, dass ich einfach eine Zukunftsperspektive gesehen habe. Also schon in Zukunft auf jeden Fall, ist ja auch jetzt immer Arbeitgeberbereich, aber halt so eingeschränkt. Ich kann halt nur als Elektroniker dann arbeiten. Ne? Und ich hätte gerne noch andere Optionen gehabt. Und durch dieses Studium dachte ich mir, habe ich noch mehr Optionen offen. Das fand ich ein bisschen einschränkend für mich. Und auch dieses Hierarchische, das sagt, da ist ein Chef und der gibt dir die Sachen vor und da kannst du keine Widerworte leisten. Ich habe während dem Abitur, beziehungsweise während ich noch in der Schule war, habe ich auch Praktika in der Industrie gemacht. Ich habe ein Praktika als Metallbauer gemacht zum Beispiel, was mir viel Spaß gemacht hat, die praktische Arbeit. Was mich allerdings gestört hat, ist halt klar die schlechte Bezahlung. Vor allem als Auszubildender verdient man halt extrem wenig in einigen Berufen, aber auch nach der Ausbildung, wenn man nicht gerade 3-Schichtbetrieb arbeitet oder sogar 4-Schichtbetrieb, was aber natürlich eine Lebensplanung meiner Meinung nach fast unmöglich macht, in solchen Betrieben zu arbeiten. Doch auch im Handwerk tue sich mittlerweile viel, sagt Lydia Malin. Die Unternehmen hätten erkannt, wie wichtig es ist, als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Es gibt zwar mit Sicherheit teilweise Berufe, die schwer sind, mit dem Privatleben zu vereinen oder mit Familiengründung beispielsweise. Wenn man jetzt an das Bauhandwerk denkt, da wird es immer Montagetätigkeiten geben. Die sind natürlich schwierig mit der Familie zu vereinbaren, aber auch da tut sich was. Auch da gibt es Initiativen und versuchen die Unternehmen zu überlegen, wie sie dann mehr Vereinbarkeit erreichen können, von Unterstützung bei der Kinderbetreuung über mehr Freizeit beispielsweise. Eine 4-Tage-Woche hatten wir bei einem Betrieb gesehen, dass man das einfach kompensiert, dass man die anderen Tage vielleicht mehr abwesend ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass in den Berufen die Arbeitszeiten ja durchaus geregelt sind. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel an einem Geschäft arbeitet, in der Hörgeräteakustik, dann hat man sehr feste Arbeitszeiten und auch da ist es möglich, beispielsweise in Teilzeit zu arbeiten. Und die Entscheidung für ein Studium stellt sich für fast jeden Dritten als Fehler heraus. Die Studienabbrecherquote liegt momentan bei 29%. Auf der anderen Seite werden im Handwerk die Berufsbilder immer anspruchsvoller. Simple Beispiele bei den Dachdeckern. Die machen heute nicht mehr nur das Dach, sondern installieren auch Solarpaneele. Das heißt, haben einen sehr hohen technischen Zusatz, der dazu kommt. Und dafür braucht es natürlich auch Jugendliche, die ein Interesse an anspruchsvollen Tätigkeiten haben. Das heißt, eigentlich bräuchte es heute auch im Handwerk vielleicht sogar Abiturienten mehr, die diese anspruchsvollen Tätigkeiten rund um das Smart Home beispielsweise auch umsetzen können und ein Interesse daran haben, sich da reinzufuchsen. 10 Uhr in der Werkshalle in Heuchelheim. Julian und Zimmermann Heiko Binz sind noch immer mit dem Abbau des Daches beschäftigt. Das muss für den Transport fixiert werden. Ich zeig dir das immer. Ich so Druck drauf fahren und genau. Ja. Seit wann magst du das jetzt? Das hier mache ich jetzt seit 25 Jahren. Ah, okay. Also ich habe hier auch gelernt und ja, und dann habe ich Zivildienst gemacht und dann bin ich weiter hier geblieben. Wie viel hat sich jetzt an dem Beruf geändert in den 25 Jahren? Also wie du da mit deiner Ausbildung angefangen hast, war es sicherlich anders, als wie es heute ist. Ja, jetzt sage ich mal so, die Ansprüche sind einfach höher geworden, weil die Kunden haben höhere Ansprüche und wir natürlich auch. Und der Rohstoff, weil wir mit wesentlich verschiedenen Rohstoffen, Platten und anderen Materialien, Dämmmaterialien arbeiten, ist halt einfach der Anspruch wesentlich höher geworden.
Derzeit müssen Kunden 15 Wochen auf Handwerker im Bau- und Ausbaugewerbe warten. Ein historischer Höchststand. Geht das? Aber kannst doch schon ganz gut mit dem Akkuschrauber umgehen. Ich war mal beim THW. Dass die Wartezeiten so lang sind, liege neben dem derzeitigen Materialmangel beim Holz auch an den fehlenden Zimmerleuten, sagt Firmeninhaber Christopher Rinn. Bei uns fehlen die Handwerker. Das heißt, bringt nichts, wenn ich 50 Architekturstudenten als Abgänger habe, die keiner haben will, die dann Taxi fahren. Und dafür könnte ich einen wunderbaren Zimmermann brauchen, der nebenan den neuen Dachstuhl oder den neuen Holzrahmenbau erstellt. Wir haben jede Menge Praktikanten da. Wir haben auch ganz viele von der Fachhochschule Gießen zum Beispiel da, weil die ja dann während ihrem Studium auch gewisse Praktika brauchen. Das können wir ihnen hier anbieten. Und dann merkst du schon, was die auf einmal für einen Spaß drauf haben. Merkst du einfach. Ja? Und es ist auch schon manch einer, der gesagt hat, weißt du was, ich hänge das Studium gerade an den Nagel. Ich quäle mich jetzt hier schon die letzten 3, 4 Semester. Es geht nicht so richtig vorwärts, geschweige denn, dass ich das die nächsten 30, 40 Jahre machen will, was ich hier gerade lerne. Zurück in der Werkshalle bei dem Riesenpuzzle, das ein Dach werden soll. Muss man dann schon viel Kraft aufwenden, ne, bei dem Beruf auch. Also ja. Ist nicht so, dass das... Ja, also muss schon fit sein. Ich mache schon noch andere Dinge. Ich mache noch Sport. Ja? Ich bin auch Jugendtrainer. Also da kann man schon noch was. Da ist noch Power. Aber ich merke schon. Also so ist es nicht. Ja. Julian macht es offensichtlich Spaß heute. Seine Handgriffe werden immer sicherer. Die Nervosität vom Anfang ist weg. Warte mal, stopp. Du drehst es jetzt. Stopp, lass mal ab, bitte. Ja. Ab, ganz ab. Teamwork ist schon wichtig. Und wir müssen schon vernünftig miteinander zusammenarbeiten. Und ja, wir verstehen uns alle schon gut und das passt schon. Okay. Also wir passen schon aufeinander auf. Die Verständigung so untereinander, wenn man dann, keine Ahnung, der eine ist oben auf dem Dach und der andere ist unten. Ich glaube, sehr kurz die Sprache. Ja, kurz und deutlich. Ja, und laut manchmal. Ja, genau. Zu laut. Ja, manchmal klingt es ein bisschen schroff, finde ich so, wenn du auf der Baustelle mal vorbeiläufst und die Leute sich immer so zurufen. Aber ich glaube, das ist nicht so gemeint wahrscheinlich. Das stimmt, aber das ist nicht so gemeint, das kann man schon sagen. Es braucht schon Fantasie, um sich diese riesigen Holzformationen als Dach vorzustellen. Die Teile kommen auf den Anbau der Lindenhofschule in Großrohrheim und gehen morgen nach Südhessen. Was wir jetzt hier sehen, ist das. Ah ja, okay. Nur das. Aha. Das sitzt jetzt hier. Was macht ihr so am häufigsten eigentlich? Also von den Gebäuden her? Einfamilienhäuser? Nee, Einfamilienhäuser gar nicht mehr. Okay. Also so einfache Dächer machen wir gar nicht mehr, sondern wir arbeiten viel im Bestand. Sowas wie jetzt hier im Bestand und schon so wir bauen ganze Häuser. Also nicht nur das, Einfamilienhäuser, aber komplett. Das ist jetzt... Und solche Projekte werden immer aufwendiger und ausgefallener, wie schon diese Pläne erahnen lassen. Es sieht zwar jetzt nicht so aus, aber das ist ein Einfamilienhaus. Ach. Halt aber jetzt nicht viereckig, sondern so pilzförmig nennen wir das. Hier ist der Eingangbereich und auf der anderen Seite ist hier das so eine Gaube, eine Auskragung aus dem Dachhaus und das steht hier. Also direkt ist hier, was hinter uns ist. Das ist wie so ein Balkon quasi dann sozusagen. Ja. Okay. Ja, genau. In Wiesbaden machen Luis und Lukas gerade Pause. Wegen der Corona-Abstandsregeln bekommt im Aufenthaltsraum jeder einen Einzelplatz. 11:20 Uhr, früher Mittag. Wie ist jetzt so, weil du bist ja schon 3 Jahre dabei jetzt, ne? Ja. Sagst du immer noch, okay, ist immer noch geil, das mache ich immer noch gerne? Oder wie schaut's aus? Ja, schon, ja. Es gibt halt Tage, wo man halt keine Lust hat. So. Aber so meistens schon, ja. Also zum Beispiel was in der Werkstatt bauen, manchmal auch auf Montage was helfen, mitfahren, was montieren, Mast stellen. Ja. Was machst du vor allem am liebsten? Eher draußen, also bei der Montage, oder lieber hier in der Werkstatt? Also das ist ja, glaube ich, bei jedem so. Im Sommer halt lieber Montage, ne? Ja, ist klar. Und im Winter halt hier, ist halt ein bisschen wärmer. Aber sonst macht hier gar keinen Unterschied, wo ich unterwegs bin eigentlich. Macht mir eigentlich immer noch Spaß, deswegen egal wo ich bin. Das gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Eine Werkstatt ist kein kuscheliges Büro.
Apropos Wahrheit. Auch Klischees müssen manchmal bedient werden. Zurück in der Lehrwerkstatt. Das Tagesprojekt wartet. Boah, das kapierst du, ne? Es ist diese Abgase hier, gut, ich inhaliere sie halt jetzt auch komplett an der Stelle, aber das ist schon heftig. Schweißrauch kann hochgiftig sein, deshalb gibt es auch Abzugshauben. Ein ausgelernter Metallbauer verdient übrigens als Geselle durchschnittlich 3.100 € brutto, ein Meister ca. 4.400 €. Ich glaube, die Düse ist ein bisschen verklebt. Beim Schweißen ist erstmal Zwangspause angesagt. Das Gerät ist defekt. Das Ding wieder rausziehen quasi, oder? Ja, probieren wir mal, ja. Und was ist das? Das sind die Elektroden. Was du mal gesagt hast. Also hier kommt der Draht jetzt raus, aber der hat sich hier vorne verklebt und der bleibt an der Düse hängen. Deswegen muss ich gucken, dass ich den irgendwie rauskriege. Bei Schutzgeistschweißen, da geht's halt sehr wichtig, ist halt, damit der Gas an der Schweißnaht bleibt und nicht, dass der Sauerstoff sich an die Schweißnaht sozusagen ablegt oder halt befindet, weil dann ist die Naht halt nicht so gut und dann können zum Beispiel Poren entstehen oder Risse und dann hält die Naht nicht so viel aus, wie viel die eigentlich aushalten sollte. Die Fehlersuche geht auf allen Vieren weiter. Und jetzt müssen wir am besten den ganzen Draht rausziehen. Boah, scheiße, Alter. Das hat ja richtig... Jemand hat die Rollen zu fest gemacht. Ja. Und jetzt hat sie sich alles hier blockiert. Alles klar. Der Fehler ist gefunden und behoben. Es kann weitergehen. Dann kannst du ein bisschen schräger halten eigentlich. Genau so, ja. Mit dem Auflegen finde ich es dann schwierig. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Ja, jetzt geht's aber. Das ist schon mal besser. Okay, ja. Ja. Ich denke, jede Naht, und wenn man Hier dann könntest du mal einen Punkt drauf machen. Und mittlerweile wird Louis im Schweißen auch immer versierter. Und dann kommt auf einmal der Spaß dazu. Mega, also ist echt toll. Also wenn man es noch könnte, wäre natürlich noch cooler, aber ist echt mega geil. Man macht endlich mal was. Wenn man halt die Effekte sieht, was man gebaut hat, dann freut man sich natürlich und halt am Ende nochmal den Finaleffekt sozusagen erwartet. Ne? Dass es auch später jemand anderen gefällt und dass es am Ende halt passt. Ne? Ja. Das sind ja Riesenteile, da kann man richtig stolz auf sich sein, wenn man am Ende so ein Riesenteil zusammengebaut hat. Ne? Ja, das ist schon geil, ja. Glaubst du? 1 Millimeter kannst du machen. 14 Uhr in Heuchelheim. Julian hilft Geselle Bastian Drescher dabei, das Dach der Gaube für das Pilzhaus abzudichten. Drescher hat schon seine Ausbildung hier in Heuchelheim gemacht und ist immer noch dabei. Jo, dann nehmen wir die einfach mal hier außen zur Kante oder was? Oder ein bisschen drüber? Ja, ein bisschen drüber. Die hier fixiert. Ja. Grundsätzlich wollte ich auf jeden Fall ins Handwerk, weil ich das von klein auf halt kannte und cool fand. Habe auch ein Praktikum als Schreiner mal gemacht, aber da war mir das etwas Gröbere hier doch dann lieber. Ja, das ist ja auch Hauptbaugewerbe, da verdient man ja dann auch viel mehr, also deutlich mehr. Ist ja auch ein Punkt. Definitiv, ja. Auch viele Bekannte oder Leute, die man trifft und sich darüber unterhält, die sind positiv überrascht, wenn ich sage, was ich verdiene, dass es doch gar nicht so schlecht ist. Und dann, oh, ich dachte, im Handwerk verdient man nichts, aber du sagst, Bauhauptgewerbe ist schon in Ordnung. 2.800 € brutto verdient ein Zimmermannsgeselle durchschnittlich. Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Ein Zimmermeister bekommt in Hessen ungefähr 3.300 € brutto. Rentiert sich das eigentlich so, wenn man den Meister macht? Oder, weil es ist ja schon auch viel Zeitaufwand und viel Geldaufwand. Stimmt, ja. Also kann ich jetzt noch nicht so beurteilen, da ich ja noch nicht so lange dabei bin und wir hier auch nicht so viele Meister haben oder halt auch junge Meister. Aber der Zimmermann, der mit mir zusammen die Ausbildung gemacht hat, der ist jetzt im Februar auf die Meisterschule. Mit dem würde ich dann auch gerne mal Rücksprache halten, was der so erzählt. Und vielleicht kann er mich ja überzeugen, auch dann nächstes Jahr auf die Meisterschule zu gehen.
Die Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk sind besser, als man denkt. Zurück bei Luis und Lukas. Der Werkzeugwagen nimmt langsam Gestalt an. Die beiden bekommen gerade Besuch von Seniorchef Siegfried Huhle. Der schaut immer noch gerne in der Ausbildungswerkstatt vorbei. Die Geschäftsführung hat er zwar abgegeben, aber die Azubis liegen ihm am Herzen. 15 Jahre lang hat er sich um den Nachwuchs gekümmert. So laden sich hier regelmäßig die 7. Klassen einer Wiesbadener Schule zum Schnuppertag ein und bilden auch Jugendliche mit fehlenden Sprachkenntnissen aktiv fort. Keine Selbstverständlichkeit. Viele Unternehmen bemühen sich trotz des Fachkräftemangels erstaunlich wenig um den Nachwuchs. So ist die Zahl der Betriebe in Hessen, die ausbilden, um 15% gesunken. Siegfried Huhle fordert aber auch mehr Engagement von den Schulen. Der Werkunterricht müsse wieder eingeführt werden, sagt er, um Jugendliche für Handwerk zu begeistern. Ich habe zum Beispiel in meiner Schulzeit eine Fußbank gebaut. Ja? Da im Schreinerwerkstatt, in der Pestalozzi-Schule war das hier in Wiesbaden. Ja, die habe ich heute noch. Die habe ich damals meiner Oma geschenkt und als sie gestorben ist, das war mir das wichtigste Teil, dass ich das bekomme. Ja? Und da bin ich so stolz drauf, dass ich das gebaut habe. Und das sind alle Kinder. Wenn denen was gelungen ist, dann ist das toll. Das ist vielleicht ein Ausgleich, wenn die in anderen Fächern vielleicht noch schwächer sind. Aber das sind sie vielleicht da stärker. Das Ende des Praktikumtages für Luis naht. Bald ist der Wagen fertig. Sein Ausflug in die Wirklichkeit des Metallbauhandwerks hat ihm wertvolle Einblicke ermöglicht. Aber sein Studium wird er deswegen nicht aufgeben, auch wenn sein Resümee durchaus positiv ist. Das Schöne ist, hier sehe ich immerhin, was ich mache. Nicht wie im Studium, da habe ich mein ganzes theoretisches Wissen, mit dem ich am Ende nichts anfangen kann. Sondern ja, ich habe was geschafft am Ende des Tages. Und das ist wirklich ein geiles Gefühl. Was ich nicht gedacht hätte, ist das ganze Stehen tatsächlich. Also das merkt man dann schon. Ich kann sogar jemandem die Hand geben, weil es eine ganz andere Erfahrung ist. Wirklich mal direkt zu arbeiten, zu sehen, was man schafft, das ist komplett andere Welt eigentlich. Man hat was gemacht, man kann vor allem was. Also man ist dann nachher wirklich ausgebildet, du hast was in der Tasche. Du hast nicht nur theoretisches Wissen in deinem Kopf, sondern du kannst wirklich was erschaffen mit deinen Händen. (16 Uhr in Heuchelheim. Auch bei Julian ist der erste Arbeitstag als Zimmermann auf Probe fast vorbei. Die Eindrücke, die er mitnimmt, sind ähnlich wie bei Luis. Man hat dann, wenn man das gemacht hat, die Ausbildung halt wirklich schon mal, da kann man was. Also dann kann man daheim zum Beispiel auch sich zurechthelfen und man hat quasi dann ja, gewisse Fähigkeiten, die halt eigentlich immer irgendwie was wert sind und man eigentlich auch immer eine Arbeit findet, sage ich mal. Und es ist eine schöne Arbeit mit dem Holz, weil man quasi was Haptisches hat in der Hand und man sieht den Fortschritt auch gleich. Also man hat immer irgendwie was zu tun, man ist bewegen, man ist unter Leuten und es gibt dann ein gutes Gefühl, sage ich mal, von deiner Arbeit, weil du was magst, wo du halt wirklich gleich den Fortschritt siehst. Ich habe halt davor immer das auf der Baustelle im Kopf gehabt, dass man die schweren Balken da nach oben tragen muss und man viel schwitzt auch, sage ich mal. Aber ich habe jetzt halt auch gemerkt, dass wenn du halt gute Kollegen hast, dass sie dir auch viel helfen und dir halt auch gerne was zeigen. Das ist natürlich auch immer vom Ausbilder abhängig. Aber ich glaube, wenn du jemanden hast, der dir das gut beibringt und Zeit für dich nimmt, dann ist das echt viel wert und das habe ich heute auch wieder gemerkt. Also das macht einen großen Unterschied, ob man jetzt da quasi nur so ja, die billige Arbeitskraft ist oder ob man wirklich als Teammitglied angesehen wird. Und wenn das dann der Fall ist, dann hat man da wirklich, glaube ich, echt viel Spaß auch. Ja. Die jungen Leute werden sich einfach Gedanken machen, was will ich denn die nächsten paar Jahrzehnte meines Lebens machen. Und das muss Spaß machen. Und ich glaube, die Freiheit haben sie immer mehr wie früher und sind auch schon früher abgekoppelt von den Eltern. Ich glaube, das klappt. Warum nicht? Ich bin ganz sicher, dass wir wesentlich mehr junge Leute ins Handwerk ziehen könnten, wenn die wüssten, was da alles auf sie an Aufgaben und Spaß auch wartet. Dazu braucht es mehr Informationen über heutige Aufgaben und Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk, mehr Wertschätzung und bessere Bezahlung. Sonst wird es bald kaum noch Handwerker geben. Und wer soll dann das Dach decken, Brücken bauen, Würste machen? Ohne Gesellen keine Meister, ohne Meister keine Ausbildung. Ein Teufelskreis.